Groß, größer, Yikong. In diesem Video packen wir den RC-Crawler im Maßstab 1:8 aus. Wir gucken, was man für unter 600 € bekommt und ich beantworte eure Zuschauerfragen. Viel Spaß! Starten wir mit der wirklich riesigen Verpackung des Yikong 4083 und auf der Vorderseite des wirklich sehr groß bedruckten Kartons finden wir unser Fahrzeug in den 3 verfügbaren Farben. Einmal hier in so einem Grau-Silber, leicht bläulich, so wie ich ihn heute auch auspacken werde. Einmal in Blau und in Gelb. Das Fahrzeug hier kommt im Maßstab 1:8, also wirklich riesig, ist ready to run und natürlich, wie es sich für einen richtigen Crawler gehört, mit Allradantrieb. Wenn wir die Verpackung einmal ein bisschen drehen, dann kommen wir zu den wichtigsten Features bei diesem Fahrzeug und da zähle ich nur mal ein paar auf. Wir haben Portalachsen, unabhängig voneinander sperrbare Differentiale, 2 Zweier-Räder, ein Lenkservo mit 25 Kilogramm Stellkraft und so weiter. Es gibt also gleich jede Menge zu sehen. Wenn wir das Ganze dann noch einmal drehen, dann kommen wir zur ebenso schönen Rückseite. Was mir da auch sehr gut gefällt, dieses ganze Bild hier, das ist nicht computeranimiert, sondern zeigt wirklich das Fahrzeug in der realen Natur, genauso wie auf der Vorderseite. Das finde ich besonders schön. Den Karton kann man sich, wenn dann der Platz da ist, auch ruhig mal hinstellen. Wir drehen den Karton noch einmal und dort sehen wir hier so ein paar Maße zu dem Fahrzeug, genauso wie den Böschungswinkel. Das ist also wirklich ein riesiges Viech. Und wir drehen es nochmal und kommen wieder an der Vorderseite an. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Seiten. Dort sehen wir hier zum einen, in welcher Farbe wir das Fahrzeug jetzt hier bestellt haben. Und auf der Rückseite nochmal kräftig drehen. Da sehen wir das Fahrzeug dann auch nochmal in ein paar Details. Die Verpackung, die ist das eine. Wir packen dieses Riesenviech jetzt erstmal aus. Jetzt wird es mal so richtig eng hier auf meinem Unboxing-Tisch. Öffnen wir das Ganze mal. So, erstmal natürlich Styropor hier weg. Und dann haben wir hier schon das Fahrzeug. Eingepackt in der Tüte, damit nichts verkratzen kann. Das finde ich sehr gut. Was mir jetzt auf den ersten Blick schon auffällt, hier hinten ist gar kein Ersatzrad dran. Das finde ich ein bisschen schade. Das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt ziehen wir das Fahrzeug erstmal vorsichtig raus. Hoho, der ist wirklich groß. Hoho, der ist wirklich groß. Oh, guck dir das mal an. Hier, das sind meine Hände. Sind nicht die größten, aber das Fahrzeug... Ja, 1:8 halt, ne? Richtig, richtig groß. So, was haben wir noch mit dabei? Hier haben wir noch mal so ein extra Akkufach für etwas größere Akkus, wenn man die später fahren möchte. Eine Betriebsanleitung haben wir hier auch noch mal eingeschweißt. Und hier ist für die Hinterachse noch mal so ein Panhard-Stab für die Führung hinten der Pendelachse. Ja, ziemlich cool. Da ist noch ein bisschen Styropor drin. Ich greife mal tief rein. Da fehlt nämlich noch die Fernbedienung. Oh. So. Was kommt uns noch entgegen? Aufkleber. Hier auch in schwarz. Die Umrandungen, die sind anscheinend schon am Fahrzeug angebracht. Wenn man jetzt noch will, kann man sich hier noch die Scheiben zukleben. Warum auch immer man das machen sollte. Und wir sehen schon, hier wurden schon jede Menge Aufkleber anscheinend angebracht auf der Karosserie. Gucken wir gleich mal. So, Styropor. Und eine Funke gibt es dann auch noch mit dazu. Jetzt schnell ausräumen und uns hier dieses Fahrzeug mal anschauen. Was wir auf jeden Fall schon mal festhalten können, man bekommt viel Auto für unter 600 €. Schauen wir mal, wie es dann auch wirklich aussieht. Wow. Wow. Geil. Guck dir das mal an. Dafür, dass der als grau beschrieben wird, finde ich die Farbe richtig geil. Die hat so ein bisschen was Blau, Grau, Silber. Steht dem Fahrzeug
ganz fantastisch. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal auf die Details der Karosserie eingehen. Ein wirklich sehr, sehr schöner Geländewagen. Und wer jetzt sagt, ey, die Front kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Es ist keine lizenzierte Karosserie, aber in meinen Augen ist das ganz klar der neue Ford Bronco. Was denkst du? Schreib es jetzt unten in die Kommentare. Wir haben hier einen schönen großen Kühlergrill ohne Schriftzug. Hier steht natürlich kein Bronco drin. Wir haben aber sehr, sehr schicke Scheinwerfer. Hier ist überall schon ein Lichtset verbaut. Wir haben eine schöne Stoßstange, die wirklich ganz harmonisch super abschließt hier mit den Kotflügeln. Die ist recht stabil gehalten und wir haben hier an der Vorderseite sogar 2 von diesen wunderbaren Abschlepphaken, die uns hier und da im Gelände durchaus weiterhelfen können. Die massive Motorhaube wird hier nochmal imposanter durch diesen leichten Powerdome, den wir hier oben drauf haben. Und dann kommen wir direkt auch schon zu den ersten Scale-Details, nämlich hier diesen Scheibenwischern. Die kann man sogar ein ganz kleines bisschen bewegen und nochmal etwas justieren. Gefällt mir richtig gut. Die beiden Spiegel, die sind jetzt noch angelegt. Die klappe ich jetzt mal vorsichtig aus. Und um ganz ehrlich zu sein, warum habe ich dieses Fahrzeug gekauft? Weil es das erste RC-Fahrzeug ist, was Blinker in den Spiegeln hat. Und das fand ich so geil. Ich musste es einfach haben. Dann haben wir hier vorne noch, wie bei dem großen Bronco, ja, solche Kunststoffteile hier mit so einem leichten Schlitz drin. Und da können wir zum Beispiel einen Astabweiser installieren, indem wir hier einfach ein Seil befestigen und das dann hier oben am Dachgepäckträger festmachen. Das ist ziemlich cool, gefällt mir richtig gut beim Original und auch hier beim Modell. Hier oben haben wir dann noch eine richtig starke Leitbar und die funktioniert schon. Dieses Fahrzeug kommt serienmäßig mit komplettem Lichtset. Wir haben Tagfahrlicht, wir haben normales Abblendlicht, wir haben Blinker, wir haben hier oben die gerade erwähnte Leitbar und bei den Rücklichtern haben wir natürlich Bremslicht, normales Licht, Blinker und auch einen Rückfahrscheinwerfer. Das finde ich schon ziemlich cool. Schauen wir uns mal die große Seitenfläche an und da fällt als erstes natürlich auf, wo die Aufkleber geblieben sind. Ja, nicht nur die Scheibenrahmen wurden natürlich schon beklebt. Nein, hier sind natürlich auch Yikon-Aufkleber gelandet. Und das wäre jetzt etwas hier, diese Aufkleber, die würde ich jetzt einfach mit dem Föhn vorsichtig runterföhnen, ein bisschen erwärmen und dann abziehen. Die bräuchte ich jetzt nicht hier drauf, wurden aber vom Hersteller schon installiert. Dann haben wir hier wirklich große 2-Zweier Räder, die machen einen relativ straffen Eindruck, aber müssen sie auch sein bei dem Fahrzeug. Dieses Fahrzeug wiegt 4,2 Kilogramm und ich denke, das sollte im Gelände hier wirklich sehr gut funktionieren. Wir haben keine Beadlock-Felgen, sondern das sind normale Kunststofffelgen, die hier mit den Reifen verklebt worden sind. Besonders schön finde ich auch hier die Details, gerade den erwähnten Spiegel. Und was man da wirklich mal sagen muss, zum einen kann man ihn einklappen und zum anderen hat er auch schon wirklich ein Spiegelglas. Das kriegen nicht viele Hersteller hin. Viele lassen den schwarz, malen es ein bisschen silber an, aber hier ist so ein richtiges Spiegelglas. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben auch hier schöne Türgriffe, die man auch direkt mal anfassen kann. Die Seitenkotflügel hier, die sind aus Lexan, die sind nicht irgendwie extra angebracht aus hartem Kunststoff. Nein, das gehört hier mit zur Karosserie und ist matt schwarz lackiert, genauso wie das Dach. Zum Thema Lackierung kann ich nur sagen, das würde zum Beispiel einem Traxxas in nichts nachstehen. Die Metallic-Lackierung ist mega gleichmäßig aufgetragen und sieht sehr wertig aus. Besser kann man es in meinen Augen gar nicht machen. Wenn wir uns jetzt das Heck mal anschauen, dann fällt mir eine Sache auf, die finde ich tatsächlich gar nicht so schön. Und zwar fehlt mir jetzt hier das Ersatzrad. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir jetzt wirklich noch ein funktionsfähiges Rad hier hinten drauf gewünscht, weil das finde ich jetzt nicht so schön. Und einen einzelnen Reifen zu kriegen, das finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber ich habe auch schon eine Lösung. Und zwar habe ich hier von einem TRX4 einen Reifen über. Natürlich ist der kleiner, aber wenn ich den jetzt mal vorsichtig nur einfach mal draufsetze, fällt dem geübten Auge zwar auf, ja, das passt nicht so ganz, aber finde ich, ist im ersten Step immer noch etwas schöner, als da gar nichts zu haben. Was meinst du? Schreib mir das mal unten in die Kommentare, ob ich hier die TRX4-Felge nehmen soll oder ob das blöd ist, ob ich mal wirklich nach einer richtigen Ersatzfelge hier schauen soll. Wenn wir gerade schon beim Heck sind, dann möchte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir hier ganz kräftige Scharniere haben. Und die sind auch aus Kunststoff. Das ist also nicht aus Lexan und irgendwie lackiert, sondern das ist Kunststoff. Genauso wie hier der Öffner zum Öffnen der Heckklappe. Die kann natürlich nicht geöffnet werden, aber wir haben hier den Öffner dran. Das finde ich wirklich schön. Und die Lampen, da muss ich mal ein ganz großes Kompliment loswerden. Die Lampen sind so schön dreidimensional gearbeitet, wenn man da reinschaut. Die sehen wirklich super aus. Das ist nicht irgendwie im Inneren ein Aufkleber und außen nochmal Klarglas drumrum. Nein, die sind richtig dreidimensional gearbeitet von innen. Und da muss ich sagen, da geht mir schon etwas einer ab. Also den finde ich schon richtig, richtig cool. Hier unten haben wir dann noch eine Aussparung für ein Kennzeichen hinten an der Heckstoßstange. Die Heckstoßstange, ja, macht soweit einen stabilen Eindruck, aber ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, ne? Hier hinten ist sie so ein bisschen hohl, das heißt, da wird sich Dreck und Sand drin ansammeln, aber ansonsten, sie schließt sehr, sehr schön hier mit den Kotflügeln ab, gefällt mir gut, aber ist jetzt auch kein Wahnsinnsmeisterwerk. Blicken wir noch einmal kurz aufs Dach. So sieht das Ganze aus. Schöner Dachgepäckträger. Die Lightbar hier ist wirklich sehr, sehr schön angebracht. Das macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Und wo wir gerade schon beim Thema wertig sind, schauen wir mal hier drunter. Boah, wir haben eine 4-Link-Aufhängung. Wir haben 2 Portalachsen. Wir sehen schon so ein bisschen unsere Differentialgehäuse. Da sind die Differentiale, die man unabhängig voneinander öffnen und sperren kann. Und wenn man mal so ein bisschen hier schon reinschaut, dann sehen wir unter anderem auch einen großen Lenkungsdämpfer. Das ist ziemlich geil gemacht. Dann klappen wir jetzt die Karosserie mal auf. Wie dir sicherlich schon aufgefallen ist, haben wir hier gar keine Karo-Halter und gar keine Karo-Splinte. Und ich sage dir, hier in den Kotflügeln gibt es auch nichts. Ja, aber wie mache ich denn jetzt die Karosserie ab? Wie funktioniert das denn? Ich habe hier vorne unter der Stoßstange ein kleines Rädchen. Dieses Rädchen löse ich. So, das ist hier meine kleine Sicherung. Und wenn ich diese Sicherung gelöst habe, dann kann ich die Karosserie, die nochmal mit Magneten befestigt ist, vorsichtig nach hinten klappen. Wir haben hier hinten ein Scharnier drin. Und jetzt haben wir hier freie Sicht auf unser großes Chassis. Was haben wir denn hier alles verbaut? Also zum einen haben wir hier Kotflügel. Die sind aus Lexan. Das ist jetzt kein stabilen Kunststoff oder sowas, sondern das ist wirklich ganz günstiges Lexan. Es hält den Dreck draußen. Ja, gehe ich jetzt erstmal von aus. Ist jetzt aber nicht wahnsinnig wertig. Hier der Kunststoff, ja, das ist stabiler Kunststoff, okay, aber haut mich jetzt von der Wertigkeit nicht vom Hocker. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, es ist ein Maßstab 1:8 Fahrzeug mit extrem vielen Features direkt an Bord und das für unter 600 Euro. Das muss man immer im Hinterkopf behalten und dafür bekommen wir eine Menge. Wir haben hier vorne unsere beiden Schaltservos, um unabhängig voneinander die Differentiale öffnen und sperren zu können. Hier vorne haben wir dann ein Servo, um zwischen dem Speedgang und dem Kriechgang wählen zu können. Hier einen wirklich sehr großen 575er Brushed Motor und einen tollen Quick Run Regler, den 880er. Die ganze Elektronik hier ist wasserfest und den Regler, den kannst du natürlich noch programmieren, wenn du von Hobbywing so eine Programmierkarte hast. Die kann man sich aber im Notfall nochmal einzeln dazu kaufen und dann kann man hier bis zu 15 Einstellungen nochmal am Fahrverhalten vornehmen. Das finde ich wirklich beeindruckend. Das Akkufach hier ist wirklich gut. Wir haben hier so eine große Klemme drauf. Das Akkufach können wir aber auch nochmal austauschen und dann hier mit Klettverschluss arbeiten, sodass wir hier verschiedene Größen an Akkus fahren können. Der
klassische Leiterrahmen hier, das ist CNC gefrästes Aluminium. Das macht wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Hier und da haben wir dann immer noch mal für die Verwindungssteifigkeit hier zwischen solche Brücken drin. Das gefällt mir auch richtig gut. Unser Lenkservo, das versteckt sich hier unterm Regler an der Vorderachse. Das ist ein Lenkservo mit 25 Kilogramm Stellkraft, Metallgetriebe und einem Metallservohorn. Besonderheit vorne nochmal an der Lenkung, dass wir so einen großen Lenkungsdämpfer haben. Den zeige ich dir mal. Ich denke, hier kann man das ganz gut sehen. Hier vorne das Metallservohorn, hier unser schönes Lenkservo und da ist dieser Dämpfer. Dieser Lenkungsdämpfer ist sehr gut dafür, um Stöße oder starke Vibrationen abzufangen, die sich so nicht direkt auf das Lenkservo übertragen können. Schont das Servo und entspannt ein bisschen das Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten. Zum Thema Geschwindigkeiten kann ich sagen, dass dieses Fahrzeug 30 km/h schaffen soll. Okay, ob man das jetzt im Gelände braucht, ich denke eher weniger. Dann aber, um zu seinem gewünschten Spot zu kommen, dieses Fahrzeug hier kann man mit 2 oder 3 S-Lipos fahren. Der Regler würde sogar 4 S-Lipo schaffen. Der Hersteller rät aber ausdrücklich davon ab, 4 S-Lipo zu fahren, weil die Achsen und der Rest des Fahrzeugs gar nicht darauf ausgelegt sind. In dem Moment, wo du einen 4 S-Lipo anschließt, erlischt auch die Garantie des Fahrzeugs. Wir sehen also, wir haben hier wirklich ein großes Auto mit nicht ganz so wertigem Kunststoff, aber wirklich tollen Funktionen, einer tollen Optik und sogar einem Interieur. Man kann es schlecht sehen, aber hier ist tatsächlich auch ein Interieur drin, was ich auch ziemlich cool finde. Und da möchte ich jetzt auch schon die erste Zuschauerfrage beantworten und die erste Zuschauerfrage kommt von The G-Class und The G-Class möchte ganz gerne wissen, wie ist denn die Verarbeitung im Gegensatz zu einem Traxxas, zum Beispiel einem TRX 4. Als erstes möchte ich dazu sagen, dass dieses Fahrzeug natürlich keine lizenzierte Karosserie hat und der Traxxas, der hat eine offiziell von Ford lizenzierte Bronco-Karosserie. Das heißt, es gibt also den ein oder anderen optischen Aspekt, wo ich jetzt sagen würde, dass der Traxxas etwas besser aussieht, was aber nichts mit der Verarbeitung von diesem Fahrzeug hier zu tun hat. Wir bekommen hier extrem viel Auto fürs Geld, extrem viele Funktionen, gute Funktionen. Und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, als wenn der Hersteller alles das besser machen wollte, woran es bei Traxxas hapert. Zum Beispiel die Differentiale vorne und hinten, die wir hier unabhängig voneinander sperren können. Der Rahmen, der ist hier CNC gefräst aus einem vollen Stück. Beim Traxxas ist es ein U-Profil. Hier ist dieses tolle Lichtset schon integriert. Das kostet bei Traxxas um die 100 € Aufpreis. Also es gibt hier wirklich viele Sachen, wo ich sage, dass dieses Fahrzeug hier einem Traxxas TRX 4 überlegen ist. Auf der anderen Seite habe ich den Traxxas schon häufiger gesehen und ich muss einfach sagen, der Traxxas, der hat ja hier die Kotflügel nochmal in richtigem Kunststoff. Da ist das hier Lexan und wenn ich jetzt mir die Kotflügel hier angucke, dann ist das deutlich billiger als bei Traxxas. Alles das, was hieran aus Metall ist, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Da würde ich sagen, das ist gleichwertig mit Traxxas. Alles, was hier aus Kunststoff ist, das ist hier wirklich sehr, sehr gut gemacht und das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich habe irgendwie so von der Haptik das Gefühl, dass das hier einfach günstiger ist und schlechterer Kunststoff ist als bei Traxxas. Wie gesagt, Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Das wirst du beim Fahren nicht wirklich feststellen. Aber wenn ich hier so reingucke, ja, einfach von der Haptik, vom Gefühl her, würde ich sagen, dass der Traxxas TRX 4 besser verarbeitet ist als dieses Fahrzeug. Dann möchte ich auch direkt auf die nächste Zuschauerfrage eingehen. Und zwar kommt die von Smolensky 711. Und Smolensky 711 möchte wissen, soll ich mir jetzt einen 1:10er Crawler, zum Beispiel einen Absima Sherpa kaufen oder hier etwas im Maßstab 1:8, zum Beispiel hier dieser Yikon 4083 und wie verhält es sich überhaupt auf Veranstaltungen? Kann ich damit überhaupt fahren? Und
Aus eigener Erfahrung möchte ich zu den Veranstaltungen gerne sagen, dass dort meist im Maßstab 1:10 gefahren wird. Die meisten Leute fahren einfach 1:10er Fahrzeuge, dementsprechend sind die ganzen Strecken, die ganzen Scale-Artikel etc. alles auf 1:10er ausgelegt. Ich habe auch auf der einen oder anderen Veranstaltung immer wieder mitbekommen, wie sich andere Fahrer über TRX-4-Fahrer beschwert haben, dass sie zu ruppig fahren, dass das Auto zu groß ist und dass sie die ganzen Strecken mit ihren Fahrzeugen kaputt machen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom TRX-4. Ich fahre selber welche und ich bin der Meinung, es kommt auch immer auf den Fahrer an. Aber ein Traxxas TRX-4 zum Beispiel ist für einen Maßstab 1:10 schon wirklich sehr groß geraten. Und wenn du jemand bist, der viel auf Veranstaltungen fahren möchte oder mit einer Crawler-Truppe zum Beispiel unterwegs ist, da werden die meisten Leute im 1:10er Bereich unterwegs sein. Den 1:8er hier, den habe ich mir geholt, um wirklich damit mal richtig in den Steinbruch zu gehen, um diesen Maßstab einfach mal auszuprobieren. So ein großes Auto habe ich noch nie gehabt. Und einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren, gehen die denn besser als die 1:10er und was kann man da so machen? Und ich wollte einfach so ein großes Teil hier mal fahren, aber das ist eher was, wenn du alleine unterwegs bist oder vielleicht mit einer weiteren Person im Wald unterwegs bist oder im Steinbruch, die vielleicht auch so ein großes Fahrzeug hat, dann mag das ganz cool sein. Auf Veranstaltungen bist du in meinen Augen mit sowas völlig raus. Da brauchst du ja zum Beispiel auch mit einem Axial Wraith oder sowas oder mit einem Bomber brauchst du ja auf diesen Scale-Veranstaltungen schon gar nicht auftauchen. Die sind dort oft gar nicht erlaubt. Also wenn ich dir einen Tipp geben darf, du hast ja erwähnt, eventuell einen Absima Sherpa. Wenn du wirklich Veranstaltungen fahren möchtest, kauf dir einen Absima Sherpa Pro. Ganz tolles Auto, gefällt mir super, bekommst da auch sehr viel Funktionen fürs Geld und du bist nicht völlig raus, was die Veranstaltungen angeht. Du bist zwar auch am Limit mit der Größe, aber darfst in den meisten Fällen noch fahren. Jetzt habe ich dich aber auch lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt willst du das Fahrzeug natürlich auch mal so ein bisschen in Bewegung sehen. Der Akku ist eingelegt, was ich super finde. Hier wird mit einem T-Plug-Stecker gearbeitet und nicht mit so einem Spezialstecker, wofür es dann wirklich nur herstellereigene Akkus gibt. So ein T-Plug, da fahren sehr, sehr viele mit, unter anderem auch ich. Dementsprechend super schnell eingesetzt das Ganze. Dann hier unsere Fernsteuerung und die Fernsteuerung, muss ich sagen, die finde ich besonders gut. Wir können sie hier einmal einschalten und das Fahrzeug, das schalten wir hier unten ein. Da müssen wir hier mal so ein bisschen drunter greifen und dann kommen wir irgendwann zu so einer leichten Gummihülle und da befindet sich dann der On-Off-Schalter, den wir da betätigen können. Die Fernsteuerung finde ich super. Warum finde ich die super? Weil jede Funktion, die wir hier drücken bis auf das Licht, wird mir hier nochmal visuell angezeigt, ob ich sie betätigt habe oder nicht. Wir haben zum Beispiel hier diesen Knopf fürs Zweiganggetriebe. Wir befinden uns im Crawlgang und wenn ich jetzt auf Speed schalte, dann hören wir es natürlich einmal klicken und zum anderen leuchtet die Taste auch, sodass ich dann sehen kann hier, in welchem Gang ich mich befinde. Selbes Spiel haben wir dann hier oben bei den Differentialen und da ist einfach das Tolle, dass wir die unabhängig voneinander öffnen und sperren können und dann auch sehen, ob es gesperrt ist oder nicht. Und das finde ich einen ganz, ganz großen Vorteil bei diesem Fahrzeug, dass man das unabhängig machen kann. Das finde ich fantastisch. Hier haben wir dann noch einen Schieberegler, womit wir das Licht steuern können. Und dieses Licht ist tatsächlich auch das absolute Highlight. Wir schauen mal erstmal lenke ich dieses Fahrzeug, damit wir hier mal den Blinker sehen können. Guck dir das mal an. Zeige ich dir gleich auch noch mal im Dunkeln. Das sieht nämlich besonders klasse aus. Geil. So, dann machen wir mal hier das normale Tagfahrlicht an. Zack, da ist es. Wenn ich dann jetzt lenke, dann geht dieses Tagfahrlicht aus und zeigt den Blinker. Wenn ich wieder loslasse, geht das Tagfahrlicht wieder an. Die Leitbar ist dabei noch aus und auch hinten hier ist noch alles tot. Ich gehe jetzt auf das große Abblendlicht. Und dann geht hier oben auch die dicke Leitbar an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel lenke, dann wird das vordere Licht, das Tagfahrlicht, nur schwächer beim Blinken. Und
Hier habe ich dann auch mein Abblendlicht eingeschaltet und jetzt haben wir auch hier hinten das Licht an. Das sieht echt toll aus, zeige ich dir gleich alles im Dunkeln. Wir bewegen hier mal die Lenkung, das macht einen feinfühligen Eindruck. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Mal gucken, lassen wir mal so ein bisschen schnalzen. Also es gibt Lenkungen, die wackeln dann auch noch mal so richtig mit den Rädern. Das hier ist ein bisschen behäbig, aber wer lenkt denn auch im echten Leben so schnell? Also das reicht völlig aus, ist völlig in Ordnung. Wir gehen mal hier einmal kurz noch in den Kriechgang, dass wir hier mal vorsichtig ein bisschen Gas geben. Guck mal, wie schön leise der losfährt. Zack. So, da ist er. Ja, man merkt, er ist ziemlich groß. Er könnte gerade beim Rückwärtsgang ein bisschen feinfühliger sein. Das ist vielleicht auch nochmal eine Einstellungssache. Da muss ich nochmal schauen. Der Wagen ist ja jetzt gerade ganz frisch ausgepackt. Jetzt zeige ich dir mal hinten das Licht. So, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Diese Lampen sind fantastisch dreidimensional. Ah, guck dir das mal an, dieser Blinker. Geil. Und wenn wir jetzt hier mal rückwärts fahren, ich gebe mal Gas, so, da siehst du dann auch, dass das Rückwärtslicht, der Rückfahrscheinwerfer angeht. Ziemlich cool, zeige ich dir jetzt einmal im Dunkeln. Du siehst also, wir bekommen eine Menge Auto, eine Menge Funktion, eine Menge Qualität, eine Menge Crawler fürs Geld. Jetzt habe ich noch eine Frage von Sale 204 und er fragt mit einem Augenzwinkern, verkaufst du mir das Auto nach dem Unboxing für 300 Euro? Und da möchte ich gerne den kleinen Teufel Mephisto aus Goethes Faust zitieren aus der Zeile 2667. Nein. Im nächsten Video dann die große erste Fahrt mit dem Yikon 4083. Bis dahin, ciao.